Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal werde ich euch zeigen, wie ich diesen Blumentopf frühlingshaft gestalten werde. In meinem Fall hat der Blumentopf jetzt einen äußeren Durchmesser von ca. 22 cm und die Höhe beträgt in etwa, ja sagen wir mal 13 cm. Und auf diesen Blumentopf lege ich mir jetzt Hasendraht und der Hasendraht wird jetzt in etwa passend der Öffnung zurechtgeschnitten werden. Der wird jetzt hier so ein bisschen überlappend bleiben, der Hasendraht. Ich nehme dafür jetzt einfach eine alte Drahtschere. Und wie gesagt, schneid mir den Hasendraht jetzt grob zurecht. So, das kann jetzt erst einmal hier beiseite. Jetzt knicke ich mir den Hasendraht mal vorsichtig an den Rändern nach unten hinweg. Müsst ihr aber ein bisschen aufpassen, sonst verletzt ihr euch auch an den Händen nachher noch. Im Zweifel sonst einfach mal Handschuhe anziehen. Aber ich passe jetzt hier besonders gut auf. Ich habe nämlich gerade vergessen, mir die Handschuhe hier hinzulegen, wenn ich ehrlich sein soll. Einfach mit Ruhe und Geduld. Mal eben anhalten. Ja, ich muss das noch ein bisschen knicken. Jetzt wird der Hasendraht in meinem Topf platziert werden und im Übrigen mit Maschendraht wird das Ganze jetzt deutlich einfacher gehen. Aber ich hatte jetzt leider keinen Maschendraht mehr in meiner Werkstatt. Ja, ist dann halt so. Einfach mit Ruhe und Geduld hier arbeiten und das Ganze zurechtfriemeln. Der Draht soll aber jetzt nicht nach unten hin wegrutschen in den Topf. Aber ich glaube, so ist das Ganze jetzt schon mal eigentlich ganz gut. Eben überprüfen. Ja doch, in meinem Fall hält das jetzt schon mal ganz gut. Dann habe ich jetzt hier, jetzt komme ich nicht auf den Namen, habe ich am Gartenteich gerade geschnitten, Rohrkolben. Der ist mit der Zeit jetzt braun geworden. Könnt ihr jetzt auch anderes Material verwenden, auch Blätter vom Schilf oder von irgendeinem Ziergras. Und den knicke ich mir jetzt mal eben hier weg, stecke den hier in meinen Hasendraht hinein. Und ich möchte das hier an den Seiten mit diesem Rohrkolben so ein bisschen umwickelt haben. Ihr werdet nachher sehen, warum. Oder mal anders gesagt, man soll diesen Hasendraht nachher nicht mehr sehen. Ich muss auch nachher unbedingt noch daran denken, dass ich hier ordentlich Wasser einfülle. Jetzt macht das hier nämlich gleich alles keinen Sinn. Ja, einfach hier mal irgendwo da reinstecken, den Anfang, und dann drumherum legen. Auch ruhig mal so ein bisschen andrücken und überschüssiges Material könnt ihr nachher einfach abschneiden oder jetzt hier noch zwischen dem Hasendraht hineinstopfen. Ich habe jetzt mittlerweile meine Blumenauswahl auf dem Arbeitstisch liegen, aber bevor ich jetzt weiter dekoriere, befülle ich erst einmal mein Gefäß mit Wasser. Nicht, dass ich das nachher noch vergesse, das wäre sonst ziemlich ärgerlich. Dann würden die Blumen nämlich nach ein paar Tagen wahrscheinlich schon eingehen, einige wahrscheinlich schon nach 24 Stunden würden sie anfangen zu verwelken. Also immer dran denken, auch mal Wasser in das Gefäß einfüllen. Ist jetzt noch die Frage, ob das hier alles eingearbeitet werden wird. Jedenfalls habe ich hier Weidenkätzchen. Das ist hier Heidelbeerkraut, so kenne ich das. Ein Bund Tulpen. Dann habe ich hier, Zierdisteln, Schleierkraut und das hier wurde mir jetzt als Chrysanthemen verkauft. Müssten aber auch Chrysanthemen sein. Leider war da jetzt auch keine Bezeichnung dran, aber zumindest die im Laden haben gesagt, das sind, Chrysanthemen. Und ich habe mir jetzt vorgestellt, ich werde jetzt erst einmal die längsten Materialien hier mittig einarbeiten. Und was bei mir am längsten bleiben wird, sind definitiv die Weidenkätzchen und auch das Heidelbeerkraut. Die Tulpen werden ein bisschen geschnitten werden und am kürzesten werden aber definitiv hier diese Zierdisteln und die Chrysanthemen werden, sowohl auch das Schleierkraut, aber ehrlich gesagt, ich weiß jetzt selber noch gar nicht so genau. Und dann nehmen wir jetzt hier mal erst einmal Weidenkätzchen, halte ich hier mal an und schneide jetzt allerdings erstmal nur so ein bisschen ab. Nicht, dass man sich hinterher ärgert, weil man es einfach zu viel abgeschnitten hat. Halte das Ganze hier mal an und guck mal, ob mir das Ganze jetzt schon mal zusagt. Ich muss jetzt hier natürlich den Rohrkolben festhalten, kann aber noch ein bisschen kürzer. Und dann, wie bereits gesagt, ich arbeite jetzt hier erst einmal mit den längsten Materialien und dann melde ich mich nachher mal wieder. Beziehungsweise anders gesagt, ich werde erst einmal jetzt die Weidenkätzchen größtenteils einarbeiten und dieses Heidelbeerkraut.
Jetzt sind die Tulpen und das Schleierkraut dran und bei den Tulpen entferne ich aber erst einmal die ganzen größeren Blätter oder halt Blätter, die abgebrochen sind. Allerdings müsst ihr bei den Tulpen ein bisschen vorsichtig arbeiten, wenn ihr die Blätter entfernt. Die können nämlich gut und gerne auch mal durchbrechen, die Tulpen. Das ist mir, glaube ich, im vorherigen Video passiert. Und auch hier halte ich die Tulpen erst einmal an und schneide sie gegebenenfalls ein bisschen kürzer. Ist jetzt auch übrigens vollkommen egal, ob man die gerade abschneidet oder schräg abschneidet, die Tulpen. Wichtig ist allerdings, dass man die mit einem scharfen Messer im besten Fall schneidet. Ich habe jetzt aber hier nur meine scharfe Schere, damit geht das auch. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, wichtig ist aber, dass das Gerät, was ihr zum Schneiden verwendet, richtig schön scharf ist, damit man das hier nicht zusammenquetscht. Weil dann hat die Tulpe Probleme bei der Wasseraufnahme. Ja, und das wird jetzt auch wieder so nach Gefühl hier einfach alles eingearbeitet werden. Schleierkraut wird dann auch dementsprechend angehalten werden und dann halt zurechtgeschnitten werden. Bei den Tulpen könnt ihr auch noch einplanen, die schießen auch nochmal, ja, so ein Stückchen, ja, sagen wir mal so ein Stückchen in die Höhe oder wachsen nochmal so ein gutes Stück in die Höhe. Solltet ihr mal so ein bisschen mit einkalkulieren, dass die noch höher werden, die Tulpen. Hier am äußeren Rand werden nun die kürzeren Blumen eingearbeitet werden, die Zierdisteln und die Chrysanthemen. Es kann auch gut möglich sein, dass ich noch ein bisschen Schleierkraut mit einarbeiten werde. Und die Zierdisteln, die schneide ich direkt hier von diesem Haupttrieb ab. So, ich zeige es euch mal eben, zack, abgeschnitten. Bei den Chrysanthemen, ja, da suche ich mir jetzt mal die längsten Triebe raus oder die längsten Blütenstiele und schneide die auch direkt an dem Haupttrieb ab. Alles, was nachher hier übrig bleiben wird, das kommt dann einfach in so ein kleines Glas hinein, weil das wird jetzt nicht entsorgt werden. Bei den Chrysanthemen, ich sage das jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit falsch, nehme ich hier im unteren Bereich auch die Blätter weg, damit das Wasser nicht so schnell anfängt zu verfaulen. Wenn jetzt bei den Zierdisteln hier auch noch Blättchen dran sein sollten, nehme ich das auch weg. Und hier dieses Schilfmaterial, das kann man hier so ein bisschen jetzt einfach auseinanderfriemeln und dann die Sachen noch dazwischen einarbeiten. Ja, mal gucken, wenn ich eine längere Zierdistel habe, dann stecke ich die auch ein bisschen mehr so noch dazwischen hinein. Aber die Chrysanthemen definitiv hier mehr so am Rand. Ich bin jetzt auch ganz ehrlich, ich habe mich total verkauft. Ich habe gar nicht geguckt, wie die am Wachsen sind. Weil für sowas wären jetzt so langstieligere Blumen letzten Endes besser. Ne? Hätte ich jetzt besser hier Rosen einarbeiten können. Aber die Chrysanthemen müssen jetzt auch verarbeitet werden. Weil ich habe da jetzt ja auch nochmal Geld für ausgegeben. Das wäre jetzt nämlich irgendwie sinnfrei, die jetzt nicht mit einzuarbeiten. Ich werde jetzt überall noch den überschüssigen Rohrkolben abschneiden und was ich auch noch sagen wollte, hier in der Mitte habe ich eine ganz große Zierdistel noch im Nachhinein eingearbeitet. Also da hatte ich die einzelnen Blütenständen nicht direkt an der Basis abgeschnitten. Die ganzen benötigten Materialien für dieses Projekt findet ihr auch wie üblich in der Videobeschreibung und dann werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, eure Pink Peach. Bye!